Endlich ist er da, der neue Wartschuh von Patagonia. Und der Name River Salt deutet es schon an, wir haben es hier mit einem Hybrid-Wartschuh zu tun. Denn während der Forrer insbesondere für die heimische Fischerei gedacht und konzipiert ist, ist der River Salt 2 mit Blick auf den Einsatz im tropischen Salzwasser, aber eben auch an heimischen Bächen, Flüssen und Seen konzipiert. Designt und entwickelt wurde der River Salt 2 genau wie der Forrer in Kooperation mit der italienischen Marke Fitwel. Fitwel ist bekannt für robuste Bergsteigerschuhe, für Arbeiterschuhe. Die Italiener verstehen ihr Handwerk. Alle Materialien stammen hier aus Europa und in diesem Fall natürlich das Obermaterial aus 100% Recyclingmaterial, wie wir es nicht anders von Patagonia erwarten. Was ich richtig cool finde am River Salt 2 ist zunächst einmal die Optik. Das Ganze erinnert an einen sehr sportlichen Sneaker, passt mit dem hellen Grau natürlich auch super auf ein karibisches Flat, aber auch für die heimische Fischerei, finde ich, ist der Schuh hier ein absoluter Hingucker. Ich kann ihn mir sehr, sehr gut an der Küste vorstellen, am Bach oder eben auch beim Wetwading. Ihr könnt ihn dann kombinieren mit einem Gravel Guard oder mit einer Wetwading Wartsocke und das Ganze ist natürlich dank dieses massiven Klettverschluss hier oben super abgeschirmt. Was natürlich optisch ein Hingucker ist, aber auch mit Verstand gewählt wurde, ist die helle Vibram Mega Grip Sohle. Die helle Färbung ist dafür, dass ihr auf hellen Bootsdecks keine Spuren hinterlasst. Denn mit so einem Forrer hier, wenn ihr damit auf einem Boot rumlauft, würdet ihr überall schwarze Streifen hinterlassen und das habt ihr mit dieser hellen Mega Grip Sohle hier nicht. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, hier Spikes reinzudrehen, also die passenden Spikes von Patagonia einfach nutzen, wenn ihr zusätzlichen Halt wollt. Aber ansonsten ist die Mega Grip Sohle von Vibram natürlich absolut bewährt und gibt einen super Halt auf diversen Untergründen. Ich hatte gerade schon erwähnt, das Obermaterial ist aus Recyclingmaterial gefertigt. Hier dieses Cordura Nylon, super abriebfest und ihr seht es optisch abgehoben, die Zehenpartie, die Fersenpartie und diese umlaufende zusätzliche Verstärkung. Hier haben wir es mit einem sehr abriebfesten und stabilen gummierten Material zu tun und das sorgt einfach nochmal für zusätzlichen Schutz bei Stößen gegen Steine und so weiter. Was auf jeden Fall interessant ist beim River Salt 2 ist dieses Schnellspannsystem. Ihr habt also hier die Möglichkeit auf Zug alles zu fixieren und dann, damit hier nichts rumbaumelt, wird alles in die passende Garage oder Lasche hier oben reingepackt und dann eben sauber mit dem Klettverschluss abgeschlossen. Und dann ist das eine richtig cleane Lösung. Da kann sich nichts verfangen, da geht nichts kaputt. Alles super schön und smart designt, wie ich finde. In jedem Schuhkarton findet ihr außerdem ein paar normale Schnürsenkel. Das heißt, bei Wunsch könnt ihr das Schnellschnürsystem einfach tauschen und mit einem normalen Schnürsenkel arbeiten. Ein wichtiges Feature beim River Salt 2 ist, dass genau wie beim Forrer-Wartschuh alle Laschen aus einem Nylonmaterial gefertigt sind. Also im Unterschied zu anderen Wartschuhen habt ihr keine Metalle, die zum Einsatz kommen, keine Ösen, die rosten können und deswegen ist dieser Wartschuh eben auch für unsere heimische Meerforellenfischerei an der Ostsee ein uneingeschränkter Tipp. Vom Schnitt, ihr seht, das Ganze sieht relativ sportlich aus, ist aber tatsächlich genauso hoch geschnitten wie der Forrer. Also ihr habt die gleiche Stabilität im Schaft, die ihr vom Forrer kennt. Der Unterschied ist eben nur, dass ihr hier diesen großen zusätzlichen Klettverschluss habt. Im Inneren ist das Ganze natürlich, wie wir es von Patagonia Wartschuhen gewohnt sind, ordentlich gepolstert, damit ihr an langen Tagen am Wasser keine Druckstellen bekommt. Last but not least haben wir natürlich auch hier eine Lasche, um die Wartschuhe zu trocknen oder beim Einsteigen zusätzlichen Druck auszuüben. Alles in allem ein sehr, sehr moderner und leichter Wartschuh. Er bringt gerade einmal 1100 Gramm auf die Waage und gibt sich damit kaum etwas im Unterschied zum Forrer, der etwa 80 Gramm mehr wiegt. Für mich also ein sehr, sehr interessanter Hybrid-Wartschuh, der optisch überall zu Hause ist, egal ob auf dem tropischen Flat oder am heimischen Gewässer. Deswegen, wenn ihr nach einer universellen Lösung sucht mit einer tollen Optik und wirklich haltbaren Konstruktionen und Materialien, dann schaut ihn euch unbedingt an, den River Salt 2 von Patagonia, jetzt bei uns im Shop.